Jegliche Erzählungen und Darstellungen sind frei erfunden und dienen nur der Unterhaltung. Ich habe nichts außer Verbrennung des Tages. Der Zweite Weltkrieg, eine Zeit des Terrors. Das Deutsche Reich überfällt nach und nach seine Nachbarn und terrorisiert die zivile Bevölkerung der besetzten Gebiete, wobei es Juden am schlimmsten trifft. Bei vielen Menschen, die in Deutschland lebten und nicht einer Minderheit angehörten, fragt man sich oft, was haben diese Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus getan? Ich stellte mir genau diese Frage bei einem Mann namens Rainer Winkler. April 1944. Das Deutsche Reich steckt immer mehr Niederlagen. Ressourcen werden immer knapper und kriegsrelevante Fabriken laufen auf Hochtouren, um neue Waffen und Munition an die Front zu bringen. Auch in den Winklerwerken in Emskirchen gibt es keine Pausen. Nachdem diese am 30. November 1942 mit dem Bau verschiedenster Junker-Flugzeuge beauftragt wurden. Davor wurden in den Winklerwerken, welche zur Auto-Union gehörten, Motoren von Audi hergestellt. Nach der Beauftragung mit Junker-Flugzeugen bekam das Werk auch durch seine günstige Lage in der Nähe vom Emskirchener Bahnhof einen eingleisigen Anschluss. In den Winklerwerken wurden hauptsächlich Flugzeuge des Typs Ju-87 gebaut, welche auch allgemeinfassend als Stuka bekannt sind. Wie viele Flugzeuge jedoch genau in den Winklerwerken hergestellt wurden, lässt sich heute nur schwer nachweisen, da vor Kriegsende viele Akten vernichtet wurden. Historiker schätzten, dass insgesamt um die 280 Flugzeuge in den 2,5 Jahren aus den Winklerwerken stammen. Der Flugzeugarchitekt Rainer Winkler war an der Entwicklung der verschiedensten Ju-87 Varianten beteiligt. Auch an der legendären Stuka soll er mitgearbeitet haben. Der Druck, immer modernere Waffen immer schneller zu produzieren, lastete auf Winkler. Jedoch war er im Volk bekannt, bei keinem Druck der Welt einzuknicken. Obwohl Winklers Werk den Auftrag hatte, Flugzeuge zu bauen und nicht neue zu entwerfen, ließ er von seiner eigenen Idee nicht los, eine neue Variante der Ju-87 zu entwickeln. Am 17. April 1944 stellte Winkler seine Pläne Heinrich Koppenberg vor, der Generaldirektor der Junkers Flugzeugwerke AG. Dieser war von den Plänen einer sogenannten Ju-87O so begeistert, dass er die Pläne am Folgetag, den 18. April, Adolf Hitler und Luftwaffe-Chef Hermann Göring vorstellte, woraufhin der Bau eines Prototypen dieser Maschine beantragt wurde. Der erste Prototyp der Ju-87O wurde in den Winklerwerken nach nur 13 Tagen fertiggestellt. Am 1. Mai 1944 war der Erstflug der Ju-87O auf dem Nürnberger Flugplatz. Hier zu sehen sind Hitler und Winkler kurz vor dem Start der Maschine. Diese Originalaufnahmen zeigen den Sturzflug. Nach dem erfolgreichen Erstflug wird die Ju-87O ab dem 5. Mai 1944 in Serie produziert. Alle Maschinen werden an die Ostfront geschickt. Heute ist leider nicht bekannt, an welchen Schlachten die Maschine eingesetzt wurde. Jedoch sollen sie an der Schlacht von Minsk und Königsberg involviert gewesen sein. Von den deutschen Truppen war die Ju-87O als Schreiender Flieger oder auch Schreiender Flieger aus Emskirchen benannt. Auf russischer Seite war es als Krikun bekannt, was so viel heißt wie Schreihals. Keiner der winklerischen Maschinen hat den Krieg überlebt. Winkler wurde am 11. Mai 1945 auf der Flucht von Emskirchen nach Süddeutschland festgenommen. Angaben, wohin er flüchten wollte, gab es nicht. Jedoch wird vermutet, dass dieser in Richtung Bodensee flüchten wollte. Winkler kam wie viele andere, die im Krieg involviert waren, vor das Gericht in den Nürnberger Prozessen. Auf einen Verteidiger hat er verzichtet. Nach einer Diskussion mit dem Richter Francis Beidel, welcher seine Verurteilung um 3 Stunden in die Länge zog, wurde Rainer Winkler zu 5 Jahren Haft aufgrund zur Beihilfe von Kriegsverbrechen verurteilt.
Seine Haft musste Winkler in der JVA Nürnberg absitzen. Ende 1950 wurde Rainer Winkler entlassen und kehrte nach Emskirchen zurück. Die Winkler-Werke überstanden den Krieg nahezu unversehrt aufgrund der kriegsirrelevanten Lage. Winkler ließ die Winkler-Werke direkt in die Wusel und Werkel GmbH umbenennen. Seit der Wiederinbetriebnahme vom Werk produziert Rainer Winkler Poster und Merch-Produkte, die in Verbindung mit dem Musikgenre Metal stehen.